Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Review. Heute geht es um die Ace 3DS Plus. Das ist die zweite Flashkarte vom Ace 3DS Team. Die erste ist kurz nach dem Erscheinen der neuen verschwunden. Und zwar hat die auch eine relativ gute Unterstützung, was ROMs und so weiter angeht. Bekommt, glaube ich, auch noch ab und zu Updates, wobei es in letzter Zeit, glaube ich, etwas einschläft. Nur leider hat sich das Team in der Zeit angewöhnt, für jede neue 3DS-Firmware, wo die Karte geblockt wird, ein neues Update, also ein Hardware-Update rauszubringen, weshalb man eine neue kaufen muss. Deswegen funktioniert meine auch nur bis zur DSi-Firmware 1.4.4 und bis zur 3DS-Firmware 4.4.0. Und zwar kommt die in einem SD-Kartenleser, in einem etwas überdimensionierten SD-Kartenleser, wo USB-Card-Reader und www.ace3ds.com draufsteht. Wenn man hier den Deckel abnimmt, kann man auch den USB-Anschluss sehen. Und wenn man den aufmacht, dann kann man auch sehen, warum der so überdimensioniert ist. Dort drin befindet sich nämlich die Ace3ds Plus, also die Flashkarte. Der MicroSD-Kartenleser macht keinen so besonders teuren Eindruck, ist aber keiner, den es sonst bei anderen Flashkarten normalerweise dabei gibt. Die Karte an sich hat einen pinken Aufkleber, der MicroSD-Kartenleser ist auch pink. Es gibt, glaube ich, auch eine blaue Variante. Und macht von dem Plastik her keine so besonders gute Qualität, aber der Aufkleber klebt gut drauf. Die Kontakte sind nicht ganz so lang und es sind auch nur die äußeren beiden Stege vorhanden, was zu Kontaktproblemen führen kann. Öffnen kann man die Karte, wenn man dabei vorsichtig vorgeht, auch ohne irgendwelche Sachen drinnen kaputt zu machen. Wobei du die Flashkarten normalerweise eh nicht öffnen solltest. Und dann sieht man die maschinell gefertigte Platine. Auf der Rückseite ist übrigens gar kein Chip. Die macht auch keinen so teuren Eindruck, ist aber relativ aufgeräumt und hat auch eigentlich kaum Chips drauf. Und jetzt geht's nochmal am DS weiter, und zwar werde ich da auf die Software eingehen. Im Menü des DS hat die Ace 3DS Plus ein Metroid Prime Hunters Demo-Version-Icon. Und wenn man sich das AOS von der Website herunterlädt, kommt man in so ein Menü. Da kann man dann erstmal NDS auswählen, Slot 2, also den DS als Passmif oder die Ace 3DS Plus als GBA-Bootkarte verwenden. Dann noch Moonshell und ein paar Emulatoren. Dieses GUI wurde übrigens auch schon von einer anderen Person kopiert und dann als Multi-Kernel für die Gateway 3DS und so weiter verkauft. Beziehungsweise kostenlos zur Verfügung gestellt. Dann kann man hier durch die Ordner navigieren. Hier kann man die Ace 3DS Plus als Passmenü verwenden. Dazu kann man dann auch ein paar Einstellungen einstellen. Dann gibt es noch Favoriten und man kann halt durch die MicroSD-Karte navigieren. Die Spielekompatibilität ist relativ hoch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lego Fluch der Karibik starte, macht das kein Problem. Und wenn ich den Hotkey drücke, dann wird die Karte neu gestartet. Cheats und so weiter gibt es natürlich auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Auch hier gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten und auch eine Update-Funktion. Eine Funktion fürs 3 in 1 Expansion Pack und eine
Funktion, um die ROM zu checken, ob die echt ist. Und hier gibt es noch mehr Einstellungen. Auch die Homebrew-Kompatibilität ist ziemlich hoch. So wird zum Beispiel die S-Craft sowohl in der FAT-Version und in der Nitro-Version unterstützt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ace 3DS Plus eine sehr billige Karte ist. Ich glaube, die bekommt man auch in Europa für 10 Euro oder so. Und dass die ROM-Kompatibilität ziemlich hoch ist. Allerdings gibt es keine Updates für 3DS-System-Updates. Und sie ist halt auch nicht ganz so teuer. Und sie verwendet nur eine gehackte Wood-Version. Also deswegen würde ich dir eher auf ein offizielles Wood-Modul empfehlen. Wenn du irgendwelche Fragen zu der Karte hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Weiteres zur Ace 3DS Plus findest du auf meiner Webseite unter Nintendo DS, Reviews und Rezensionen und Ace 3DS Plus.